Es passiert mir immer wieder. Selbstauslöser und dann filmen. Mann, ey. Lossi Hütter, ich ansteuere, das wird auch spannend. Kann man online auch nachgucken. Scheint mir ausgebucht. Ich habe ein Bett. Safe. Aber wenn dann da 8, 9, 10 Peoples rumtanzen, boah, ja, mal gucken, was ich damit mache. Entweder tanze ich mit oder ich lege mich ganz schnell schlafen. Ich meine, dass ich an meinem letzten ganzen Wandertag noch so einen Tag geschenkt bekomme, das ist sowas von einem Hurra, ein doppeltes Hurra. Hörbuchempfehlung. Das Hörbuch heißt Ein Mann des Meeres. Ich könnte mich jetzt nur wiederholen, das Ganze nochmal erzählen, nochmal loben. Von daher einfach machen, einfach hören. Ich habe das Ding seit 5 Jahren ungefähr. Habe sicher schon 4-mal gehört, früher bei Langläufen, beim Marathon. Jetzt habe ich es hier mal ein bisschen zwischendurch gehört und ist einfach super. Das beste Hörbuch, das ich jemals gehört habe. Was kein Roman ist. So. Das ist nämlich Paulo Coelho, der Alchemist. Guten Morgen. So sah das hier aus und ich hatte eine sehr gute Nacht. Und warm war das hier, ey. 11 Grad. 15 Grad Unterschied zu gestern. So, mal gucken, was der Regen heute macht. Da, wo ich geschlafen habe, habe ich eben beim Rausgehen noch ein Schild gesehen. Das war keine Baugrube oder sowas. Es war ein Schießplatz. Eine Rütbahner. Deswegen standen da auch so viele Bänke und so weiter zum Zuschauen, Warten und so weiter. Also nicht schlecht. Ich habe jetzt mal auf einer Schießübungsbahn geschlafen. Ja, durchaus. Immer noch Dirt Road. Aber immerhin heute nur 10 Kilometer und nicht wie gestern 20. Aber ist okay. Nach 3,5 Wochen mal einfach nur gehen, das passt schon. Habe ich keine Schmerzen mit. Im wahrsten Sinne des Wortes. Als ich von Fjällby hoch bin Richtung Lossihütta, habe ich den Einstieg in den Trail gefunden. Wenn man aus dieser Richtung Richtung Skorde Javri Hütte gehen würde, also wo ich gestern den Trail gesucht habe. Hier war auch sogar ein Wegweiser und der Wandersmann mit Rucksack hatte eine andere Farbe, rot. In den Alpen ist das ja irgendwie gekennzeichnet, schwarz, sehr schwer. Ich weiß nicht, ob es da rot gibt. Habe ich auf jeden Fall hier noch nirgendwo gesehen. Mich deucht, dass das halt ein sehr anspruchsvoller Weg ist. Warum auf der anderen Seite nichts zu finden war und kein Wegweiser, man weiß es nicht. Aber ich glaube, die Entscheidung war gut. Wer weiß, trotz kürzerer Strecke, wie ich mich da abgemüht hätte am Berg zwischen Felsen und wer weiß worüber ich hätte klettern müssen. Von daher, ja, manchmal fügt sich so dies und das zusammen und ergibt am Ende Ähnliches und passt halt. Und was man verpasst hat, weiß man ja nicht. Das ist dann halt durch, das Thema. Ach, ja, Monolog heute Morgen ein bisschen. Lossi Hütter, ich ansteuere, das wird auch spannend. Kann man online auch nachgucken. Scheint mir ausgebucht. Ich habe ein Bett. Safe. Aber wenn dann da 8, 9, 10 Peoples rumtanzen, boah, ja, mal gucken, was ich damit mache. Entweder tanze ich mit oder ich lege mich ganz schnell schlafen. Morgen wollte ich früh los. Wetter sieht sehr gut aus. Sonnig. Ich muss ganz hoch über den Berg an ein paar Gletschern vorbei. Das könnte richtig gut werden. Das wird richtig gut. Aber mit den Menschen, das wird heute
etwas ganz Besonderes, wenn ich so aus dem Nichts auf die treffe. Vielleicht wird es ganz lustig. Mal gucken. Mal gucken. Auf jeden Fall das Gute ist, ich bin vorbereitet, weiß, dass es so kommt und bin dann nicht überrascht davon plötzlich. Das male ich mir in unterschiedlichen Farben. Die Wandersmänner. Grün, Rot und Blau. Keine Ahnung, also Rot müsste schwer sein. Grün mittel und Blau super leicht. Weil Blau komme ich her, das war jetzt nur Dirt Road. Keine Ahnung, ey. Ich werde das im Nachhinein mal recherchieren. Hatte ich irgendwann schon mal gesagt, Brücken sind super? Wenn nicht, Brücken sind super. Gebaut von Staatskraft, wie auch immer, norwegische Energieversorger. Guten Morgen. Die Sonne geht auf. Mein letzter ganzer Wandertag bricht an. Ja, das ist schon... Ich weiß noch nicht, was es ist. Auf jeden Fall Lossi-Hütte gestern. Ja, ausgebucht. Online kam aber niemand. Na gut, fast niemand. In meiner Haupthütte, wo ich war, da kam niemand. Dann irgendwie 8:30, ich schon im Bett, da großes Gepolter. Da kam da irgendwie eine Familie, zwar Mann, Frau, Kind rein mit Stirnlampe da mitten in der Nacht. Naja, auf jeden Fall, die haben sich in der Hütte geirrt. Die haben einfach die irgendwie 50 Meter weiter die kleine Hütte gebucht gehabt und mussten eigentlich dahin. Ja, aber so kann es gehen. Also, ja. Wie auch immer. Ich hatte einen guten Tag gestern und heute wird auch ein sehr guter Tag. Ich finde es richtig gut, dass es sich wohl abzeichnet, dass es ein sonniger Tag wird. Denn endlich sieht man auch mal richtig was hier von Navigsbergen. Die letzten Tage, das war ja dann doch irgendwie immer Nebel, Regen, Sturm oder alles. So, da war es einfach eine andere Landschaft. Man konnte nicht so weit gucken, aber jetzt kann man ganz weit gucken und es ist super. Ich meine, dass ich an meinem letzten ganzen Wandertag noch so einen Tag geschenkt bekomme, das ist sowas von ein Hurra, ein doppeltes Hurra. Richtig, richtig gut. Abgefahren ist wieder, ich denke natürlich auch wieder drüber nach, was wäre denn gewesen, wenn hier ich bei Regen gewesen wäre. Viel Regen, viel Wind. Aber das ist, das fliegt so durch. Weil es spielt auch keine Rolle. Ich bin jetzt hier und jetzt ist super Sonne, ganzen Tag. Und schön ist auch, ich kann gar nicht schnell gehen, selbst wenn ich könnte oder wollte oder wie auch immer. Es ist nur Geröllfeld. Kilometerlang immer berghoch. Also ganz langsam, immer einfach einen Schritt und weiter. Und das hier heute ist ein Knaller. Ganz klar.
Es passiert mir immer wieder. Selbstauslöser und dann filmen. Mann, ey. Herzlich willkommen zu den Laufliebhaber Kurznachrichten. Heute die Magie des Weges und eine Hörbuchempfehlung. Ja, die Magie des Weges. So, heute am letzten ganzen Wandertag kann ich mit Sicherheit sagen, ja, sie war wieder da. Sie hat zugeschlagen. Sie hat es nicht einfach, das habe ich schon öfter erwähnt, in den ersten 1-2 Wochen. Aber dann kam sie umso mehr. Aber anders, mal wieder anders. Es ist, jedes Mal hat sie einen anderen Charakter sozusagen. Diesmal hat sie echt richtig Ruhe, Stille in meinen Kopf gebracht. Also so eine, ich glaube gar nicht. Es war einfach gut. Es hat nur der Tag gezählt. Und das hatte ich in dieser Intensität so noch nicht. Aber es hat mit sich gebracht, durch die Anstrengung und das Ganze und den Weg und die Schwierigkeiten, dass wenig Energie blieb für Kreativität, zum Spielen, für gute Ideen, für schöne Gedanken. Na, schöne Gedanken hatte ich immer, wenn ich hier mir die Berge angucke. Aber so vom Prinzip so, ja, Kreativität ein bisschen oder was filme ich, was könnte ich machen, das ist ein bisschen auf der Strecke geblieben. Dafür hatte ich halt mehr Ruhe und einfach Frieden. So, es ist völlig in Ordnung. Es ist halt jedes Mal ein bisschen anders, nur das ist mir diesmal halt sehr aufgefallen. Aber ich bin froh drum, dass die Magie wieder für mich da war. Hörbuchempfehlung. Das Hörbuch heißt Ein Mann des Meeres und wird gesprochen von André Wirsig. Aber er spricht das nicht nur, er ist auch der Protagonist. Und das ist so ein Hörbuch, das ist ein Knaller. Also es ist kein Roman oder auch keine Autobiografie. Er erzählt quasi seine Erlebnisse, die er gemacht hat, während er die Ocean's 7 geschwommen ist. Also er ist Freischwimmer bzw. Freiwasserschwimmer bzw. Kanalschwimmer. Und die Entwicklung dahin quasi von seiner Jugend bis dann zum Abschluss, mir fehlen da echt die Worte, weil das ist so super, wie er das erzählt. Und das ist jetzt nicht kein Leistungstagebuch, so nur Rekorde und Gewinnen, weil es geht da nicht um Gewinnen, es geht auch nicht um Zeiten, sondern es geht um die Selbsterfahrung, das Sein mit der Natur. Ich meine, manchmal da schwimmt er 13 Stunden irgendwie in den 11, 12, 13 Grad kaltem Wasser. Im Pazifik oder sonst wo. Also zum Beispiel die Kanäle, Calais nach Dover, Gibraltar nach Afrika, dann noch in Japan, Neuseeland, USA, was es da nicht alles gibt. Und wie er das erzählt, was er erlebt, das sind ähnliche Erfahrungen, die ich hier auch mache. Also klar, bei Weitem nicht in dieser Extremform da, ich meine, im Ozean schwimmen mit allem, aber halt dieses Miteinander sein, Mitsein mit der Natur. Dieses Gefühl zu haben, man darf dort sein, man gehört ein bisschen dazu. Und seine ganzen sonstigen Erfahrungen und Erlebnisse mit den Bootskapitänen, die ihn begleiten, die Leute, die er trifft, das ist einfach, ja. Könnte mich jetzt nur wiederholen, das Ganze nochmal erzählen, nochmal loben, von daher einfach machen, einfach hören. Ich habe das Ding seit 5 Jahren ungefähr, habe sicher schon 4-mal gehört, früher bei Langläufen, beim Marathon, jetzt habe ich es hier mal ein bisschen zwischendurch gehört und es ist einfach super. Das beste Hörbuch, das ich jemals gehört habe. Was kein Roman ist. So. Das ist nämlich Paulo Coelho, der Alchemist. So. Aber nee, ein Mann des Meeres. Also einfach machen, anhören, in Ruhe, nicht nebenbei, sondern das ist schon ein Erlebnis. So, ja, das waren die letzten Nachrichten. Machen wir noch Wetter, ne? Wetter geht immer. Ja, so nicht.
Und morgen wahrscheinlich auch. Hab gestern nachgeguckt. Von daher wird man sehen, aber Wetter. Nee, Wetter ist heute gut. Ja. Letzter Tag. Ich brauche eine Pause. Ich brauche echt eine Pause. Ey. 2 Wochen jetzt, glaube ich, ohne Pausentag. Und war ein bisschen viel. Aber dass es zu Ende ist, ist trotzdem schade. Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach jetzt. Aber trotzdem Pause. Ich habe jetzt ein bisschen Narvik. Dann habe ich 22 Stunden Nachtzug von Narvik nach Stockholm. Was ein Abschluss. Natürlich, Nachtzug. Naja gut, dann habe ich noch Stockholm. Ja, und dann natürlich fahre ich auch mal... Nee, was heißt natürlich? Ich fahre mal nicht mit dem Schiff zurück. Ich fahre auch von Stockholm nach Hamburg mit dem Nachtzug. Also viel Zug fahren. Ich lasse das ganz langsam ausklingen. Nicht direkt Flugzeug, Bahnhof, bam. Alter, was ist das für eine Welt? Sondern so in kleinen Dosen. Erstmal Narvik als Großstadtdschungel und dann rantasten und so weiter. Aber erstmal mache ich Frühstücksbuffet platt. Von A bis Z. Dann kommen wir zu den Kilo Lachs, Kilo Müsli, 5 Liter Joghurt, diverse Brote und Brötchen. Und wenn ich das gegessen habe, dann ist eine Stunde rum und dann sitze ich da immer noch 3 und fange immer wieder von vorne an. So ist das. So wird das sein. Ja. Ich will nicht weitergehen, weil dann wird es zu Ende sein. Ach, naja. Aber der Winter kommt. Der Winter kommt und das ist dann auch gut. Ja, jetzt wird es doch nochmal spannend. Ich komme an diesem Schneefeld nicht vorbei. Ja, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber richtig heftig. Also der Abstieg hier, der geht einfach steil die Steinplatten runter. So, ich bin in Narvik. Tada!